9,5 Brathähnchen auf die Plätze, fertig und los. Dass es dann dazu natürlich ein bisschen schwieriger wird, sage ich mal. Ne? Ich versuche die kleinen Probleme des Alltags jetzt mal so in den Griff zu bekommen. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und einem neuen Video auf diesem Kanal, denn wir stellen uns heute einer neuen Food Challenge und zwar sind wir in Köln bei Glückshuhn. Das Ganze hat erst vor ein paar Tagen, genauer gesagt am 01.01.2025 neu eröffnet und wir stellen uns heute vor einer epischen Food Challenge, die dieser Kanal schon lange nicht mehr gesehen hat, und das sind insgesamt 10 Brathähnchen, die wir versuchen zu essen. Aus der Rotisserie 10 ganze Brathähnchen. Ich bin selbst gespannt. Ich habe mir immer die Frage gestellt, ey, wie viele Brathähnchen kann man eigentlich essen? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit 10 Stück. Ob wir das schaffen, das weiß ich nicht. Ich habe es noch nie probiert. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, wie viele Brathähnchen reingehen, wie viel ihr vielleicht maximal schaffen würdet. Und deswegen würde ich sagen, überraschen wir mal Brathähnchen, denn die wissen von ihrem Glück noch nichts, beziehungsweise Glückshuhn, und sagen dir mal Bescheid, dass wir jetzt mal 10 Brathähnchen ordern. Damit sind wir also bei Glückshuhn in Köln und dementsprechend hat das Ganze am 01.01. auf der Zülpicher Straße 20 in Köln in der Kölner City aufgemacht. 100% Halal, dafür steht Glückshuhn und dementsprechend schauen wir uns das Ganze einmal an. Eine sehr, sehr moderne Einrichtung. Man hat das Ganze von einem vorherigen Restaurant übernommen. Ihr seht hier so ein bisschen die Speisekarte. Es gibt auch Burger und viele verschiedene Sachen, aber hier kommt es natürlich aufs Grillhähnchen an. Ihr seht auch frische Salate und natürlich kommen wir direkt zur Rotisserie. Hier seht ihr, wie unsere schönen Hähnchen einmal präpariert werden. Es ist soweit, wir haben unsere Hähnchen geordert und eins kann ich euch sagen, es sind nicht 10 Hähnchen geworden, sondern 9,5. Wir hatten leider schon Gäste hier, die leider uns schon ein halbes Hähnchen abgenommen haben zuvor, beziehungsweise es waren 10 Hähnchen drauf. Wir sind zu einer frühen Zeit, ja, man hat natürlich nicht damit gerechnet, dass man 10 Hähnchen bestellt, aber das haben wir gemacht. Deswegen sind es jetzt 9,5 geworden. Ich bin gespannt und sehe sie schon. Ihr habt ja gerade schon die ersten Eindrücke gesehen und Halleluja, ich glaube, sie kommen. Eieieiei. Vielen Dank, vielen Dank. Du glaubst ja ganz fest an uns. Ihr seht auf jeden Fall, es sieht brachial aus. Ne? Was ich euch noch zeigen kann, wir haben noch Soßen dazu bekommen, ne? Damit wir es hier so ein bisschen schmackhaft machen. Das sind was für Soßen? Lemon Pepper, Hot Honey, Sweet Chili. Ranch, hausgemacht. Ja. Genau, Hot Honey und Lemon Pepper sind auch hausgemacht. Das ist unser Glücksdip. Ja. Haben wir selber kreiert, auch hausgemacht und einmal auch hausgemachtes Spicy Mac. Alles klar, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Gerne, guten Appetit. Dankeschön. Ja, ihr habt es gehört. Tolle Eindrücke. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, 9,5 Brathähnchen sind es jetzt geworden. Let's go, lasst es aufrunden auf 10. Und dann sind wir mal gespannt. Wir holen uns die Stoppuhr raus und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze heute schaffen auf diesem Kanal oder nicht. Unsere kleine Stoppuhr ist da und wir haben jetzt 60 Minuten, das heißt maximal eine Stunde Zeit, um jetzt hier 9,5 Brathähnchen einmal vor uns zu essen. Ich bin echt gespannt, geschmacklich, habe ich gelesen, soll es gut sein. Das nach ein paar Wochen, auch mit Dips, finde ich ganz cool. Ich habe auch noch nie, glaube ich, Brathähnchen jetzt, ich sag mal, mit so einer Art Dip probiert. Wie gesagt, eine Cola mit dazu. Ich würde sagen, wir starten die Big M Food Challenge. 9,5 Brathähnchen auf die Plätze, fertig und los. So, wir haben auf jeden Fall hier erstmal ganze Brathähnchen und unten haben wir netterweise die auch nochmal schneiden lassen. Ich würde sagen, wir gehen zuallererst mal an die untere Hälfte, haben jetzt hier so ein halbes Brathähnchen und nehmen uns erstmal, ja, ich würde sagen, womit fangen wir an? Ich glaube, wir gehen erstmal so an die Keule dran. Ist für mich so mit auch so das Beste am Hähnchen. Mir mal. Oh, geil. Ich habe, glaube ich, ewig kein Hähnchen mehr gegessen. Zuletzt am Weihnachten eine ganze Pute. Nicht ich alleine, mit der Family. Aber schmeckt auf jeden Fall gut. Also was auf jeden Fall ist sehr, sehr würzig. Schön warm und das an den kalten Tageszeiten. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal auch schon mal Pulli ausgezogen. Boah, schmeckt auch wirklich gut. Boah, Halleluja. Wir könnten mir noch so von der Haut so ein bisschen krosser vorstellen. Klar, ich denke mal, dadurch, dass wir was früher sind, hätte vielleicht jetzt mal ein paar Minuten länger draufbleiben können, damit sie mal schön krosser bleiben können. Aber vom Geschmack her top. Boah, bin auf jeden Fall froh, dass wir uns schon mal hier so ein paar Servietten haben geben lassen. Denn das wird definitiv eine Sauerei hier. Boah, schmeckt echt gut, muss ich sagen. Oh, da sind wir schon mal am Thema. Vielen Dank.
Wir haben uns immer ein paar geben lassen. So, und jetzt kommen wir mal hier wirklich zum schön weißen. Ich habe leider alle geordert gerade, sorry. Kommen jetzt leider die nächsten Kunden rein, die gerade Hähnchen wollten. Leider haben wir alle, dauert ein bisschen was. Sorry dafür. Aber warten lohnt sich. Ja, Leute, echt gut. Also, ich liebe Hähnchen sowieso. Es schmeckt wirklich gut, ne? Ja. Auch richtig schön weiches Fleisch. Also eins kann ich zu Beginn schon sagen, das Chicken hat wirklich richtig gut geschmeckt. Tolle Gewürze, tolles Brathähnchen. Die Haut ein bisschen knuspriger, aber ansonsten echt eine 8 von 10. So Leute, unser erstes Hähnchen haben wir soweit durch. Beziehungsweise war ja gerade mal so die Hälfte jetzt davon. Aber was hier wie gesagt jetzt schon ist, schmeckt wirklich sehr gut, kann man nicht anders sagen. Was mir gesagt ist, aber da bleibt es einfach so ein bisschen länger drauf zu bleiben. Ne? Wäre halt wie gesagt nur so ein bisschen krossere Haut. Ihr seht so, ich sag mal, so ein bisschen wird mir da noch fehlen. Aber geschmacklich muss ich sagen, schmeckt es wirklich top. Ne? Also gehen jetzt gleich mal, würde ich sagen, mit unserer Keule an die ersten Soßen rein. Probieren das Ganze mal mit der ersten Soße. Boah. Das war diese süßliche Soße, ich glaube mit Minze war es gewesen oder so. Boah, sehr süßlich. Mit Zitrone. Ich würde sagen, nimm uns mal eine nächste Keule und gehen damit mal so in die nächste Soße rein. Dann können wir mal mit den Keulen die Soßen probieren. Boah. So eine richtig schöne Barbecue-Soße. Ein bisschen süß-säuerlich mit dazu. Boah, die hat gut geschmeckt. Die hat mir bisher da besser geschmeckt. Jetzt kommen wir zur dritten. Oh, die ist auch scharf. Zur dritten Soße schön reintumpfen. Also süß-sauer, dann so eine Art Barbecue, sage ich mal. Und das hier so Zitrone, süßlich schmeckt das Ganze. Schmeckt mir hier jetzt, ich sag mal, mit dieser Barbecue hat mir das am besten geschmeckt. Aber wir haben ja jetzt hier noch so 3 vor uns liegen. Die, sage ich mal, mit diesen Chicken Tenders hier damit zusammenkommen. Probieren die mal. Oh, schöne Knoblauchdip. Schön Knoblauchdip. Ich meine, Knoblauch passt halt immer dazu, ne? Muss man ganz ehrlich einfach sagen. Da kann man gleich mit dem Dip noch nehmen. Dann kommen wir zum zweiten hier. Auch der schmeckt gut. Ich würde sagen, auch so mit ein bisschen Knoblauch verzerrt. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt was war. Aber die Soßen dazu schmecken schon ganz gut. Jetzt suchen wir uns noch eine letzte Keule. Da haben wir nämlich noch einen Dip liegen. Seht ihr, das ist so ein bisschen rötlicher. Was war der rote Dip nochmal? Der rote Dip? Hot Honey. Ich habe gerade nochmal nachgefragt. Jetzt der rote war Hot Honey. Also die Dips hier vorne, ne, die man, ich sag mal, wenn ihr es nochmal sehen könnt, haben mir tatsächlich so ein bisschen besser geschmeckt jetzt als die Soßen. Aber wo ich sagen muss, die Soße hier, diese Art Barbecue, die hat ganz gut geschmeckt. Klar, Knoblauch, finde ich, schmeckt immer ganz gut. Jetzt auch mit dem Hähnchen hat es gut geschmeckt, aber weil ich halt sagen muss, die Hähnchen an sich schmecken mir auch. Ne? Aber ich würde sagen, wir dürfen nicht zu viel quatschen, denn wir müssen ein bisschen jetzt auf unsere Zeit anhalten und 9,5 Hähnchen noch vernichten. Also wie ich bereits eben schon erwähnte, persönlich haben mir die Hähnchen richtig gut geschmeckt. Also ich bin eigentlich jetzt nicht mit der Erwartung gegangen, dass die Hähnchen wirklich auch noch so geil schmecken. Aber das waren sie. Auch mit den Soßen habe ich vorher noch nie probiert. Aber ich kann euch sagen, wenn wir später auch noch dazu kommen, wenn es ein bisschen schwieriger wird aufgrund der Masse, haben die Soßen natürlich auch noch geholfen. Weil natürlich dann, ich sag mal, das etwas trockene Fleisch innen drin natürlich mit den Soßen etwas besser runterging. Aber dazu kommen wir natürlich gleich noch. Ich glaube, wir haben jetzt so um die 4 müssten wir jetzt haben, vielleicht auch schon 4,5. Ist natürlich sehr schwer übersichtlich da so jetzt zu behalten. Ne? Aber ich habe jetzt versucht, hier vorne links mal anzufangen, dann hier vorne rechts und mir vor allem erstmal die oberen aufzunehmen und an der Seite, weil die unteren dann dementsprechend wärmer sind. Und was definitiv auch meiner Meinung nach eine gute Variante ist, ist zum Beispiel jetzt mit den Knochen immer, beziehungsweise schön mit der Keule und mit dem Flügel anzufangen. Denn das Weiße nehme ich jetzt immer, weil es natürlich ein bisschen trockener auch wird, je mehr es halt
upsi, je mehr es halt ist, quasi so ein bisschen die Soße zu tunken. Dann hat man, ich sag mal, dieses schöne weiche, weiße Fleisch, weil ich auch sehr mag, aber halt ein bisschen trockener dann wird natürlich mit der Zeit. Noch ein bisschen mit der Soße. Schmeckt schon gut. Bisher geht das Ganze auf. Ich fühle mich gut. Ich glaube, wir nehmen mal den ersten Schluck. Nicht zu viel, um den Magen nicht zu sehr belasten. Und weiter geht's. Meiner Meinung nach war diese Technik definitiv richtig. So konnten wir erstmal schön die Flügel und die Keulen hier und da ein bisschen essen. Und dann nachher kommen wir natürlich zu dem Weißen zwischendurch mit Soßen, die natürlich auch ein bisschen mehr sättigen. Wusstet ihr, dass ein durchschnittliches Brathähnchen ca. 1,2 bis 1,5 Kilo roh wiegt? Wenn wir das Ganze jetzt nehmen auf die geringste Maße, dann sind wir schon bei 12 Kilo. Nur das Hähnchen, davon sind so ca. 70% essbares Fleisch. Das heißt, wir reden hier zwischen 7 und 10 Kilo Fleisch, was wir vor uns haben. Leute, das mit den Soßen war auf jeden Fall eine Top-Idee oder beziehungsweise ist echt gut gewesen. Denn auch jetzt so vom Abwechslung her ist das einfach jetzt auch mal ein anderer Geschmack. Ne? Ich würde sagen, so, wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte geschafft. Also knappe 5, etwa vielleicht jetzt knapp 6 Hähnchen. Damit stehen noch so 3,5, würde ich sagen, jetzt an, wenn ich es mir jetzt hier anschaue. Beziehungsweise hier sind noch, ja, vielleicht sind es auch eher 4. Aber es läuft gut. Und vor allem mit den Soßen, das schmeckt echt ganz gut. Wie gesagt, Hähnchen kann man nichts anderes sagen. Also jetzt auch immer noch, wenn sie nicht mehr so heiß sind, aber immer noch warm. Aber geschmacklich echt top, gibt's nichts. Die Hälfte der Zeit, also eine halbe Stunde, haben wir bereits um und wir haben auch schon unsere 5 Hähnchen. Das heißt etwas mehr als die Hälfte. Die letzte Hälfte ist aber meist die schwierigere. Und mal schauen, ob wir das Ganze in der Zeit auch schaffen oder ob uns nachher die Zeit schlägt. Übrigens, wenn wir hier von 10 Kilo Fleisch ausgehen, dann sind das auch knapp 1500 Gramm Eiweiß, die wir zu uns nehmen. Wir haben gerade mal so ein bisschen mit ein paar Kunden gequatscht. Sehr, sehr nett. Also bisher alle, die hier waren, super, super freundlich. Das, obwohl wir in Köln sind. Kleiner Spaß an der Seite, aber sehr, sehr nett. Wie gesagt, liebe Grüße gehen raus an den neuen Follower, an die neuen Follower. Die wissen Bescheid. Und das Einzige, was ich sagen muss, ich merke halt langsam schon, dass dieses, ich sag mal auch jetzt wie hier, dieses schöne, zarte, aber auch mittlerweile eintönige Fleisch schon sehr, sehr, ich sag mal, schwierig ist zu kauen und dementsprechend natürlich auch schwerer runterzuschlucken. Man geht tatsächlich so, ne? Aber ich merke halt schon auch, wenn man es mit den Soßen ein bisschen dippt, ne, jetzt kriege ich sogar noch Schluck auf dazu, upsi, dass es dann dazu natürlich ein bisschen schwieriger wird, sage ich mal. Ne? Ich versuche die kleinen Probleme des Alltags jetzt mal so in den Griff zu bekommen. Vielleicht muss ich auch mehr Cola trinken. So, dann schauen wir mal, was hier noch so anderes ist. Auch das hat leider ein bisschen aufgehalten von der Zeit, muss ich sagen. Aber zum Glück haben wir die kleinen Probleme wie den Schluckauf auch wieder in den Griff bekommen. Oh Leute, es ist so viel Fleisch, ne? Also meinen Eiweißbedarf habe ich zumindest für die ganze Woche, glaube ich, schon mal gedeckt. Also mindestens schon mal für die ganze Woche. Aber es ist so viel Fleisch, sage ich euch. Es ist wirklich eine Menge Fleisch, wie gesagt, knappe 10 Kilo. Und auch mit den Soßen ist es natürlich immer schwieriger geworden. Ich bin nachher auf die Knoblauchsoße gewechselt, weil die für mich ein bisschen besser ging als dann die Barbecue-Soße, sage ich mal. Aber irgendwann tut sich das auch schwer und so wird es Zeit mit mehr Trinken. Ich habe mir gerade mal noch was Zweites zu trinken geben lassen. Auch schon die andere Flasche so weit weg, weil mittlerweile ist echt so, ne, ich sag euch ganz ehrlich, es geht tatsächlich noch so vom Magen her, ne? Also dass immer noch mehr was reingeht, aber es ist halt jetzt wirklich so das Fleisch, ne? Ihr seht es ja, dieses wirklich pure Weiße, auch mittlerweile mit dem Soßen, mittlerweile bin ich auf den Knoblauchtyp übergestiegen, ist schon sehr, ich sag mal, mittlerweile sehr, sehr schwierig, sage ich ganz ehrlich, ne? Einfach schwierig runterzubekommen. Mit dem Trinken geht's, aber wir haben jetzt noch, wenn ich hier so richtig schaue, ein halbes und 2 ganze, das heißt noch so 2,5 Hähnchen. Oh ne, ich sehe gerade, vertue mich gerade, hier ist noch ein halbes, also insgesamt 3 Hähnchen jetzt noch. Heißt 6,5 haben wir jetzt. Und mal schauen, ob wir es noch schaffen oder ob am Ende ein Hähnchen leiden muss, keine Ahnung. Macht uns am Ende doch die Zeit zu schaffen. Das sehen wir jetzt gleich. Vom Magen her geht es tatsächlich richtig, richtig gut. Auch mit dem Trinken geht ordentlich Hähnchen noch runter. Aber die Zeit, die könnte natürlich aufgrund, dass es immer schwieriger wird, das Ganze runterzubekommen, letztendlich uns einen Strich durch die Rechnung machen. Leute, ich habe ja gerade mal auf die Uhr geschaut.
Ich habe gesehen, wir haben nur noch 3,5 Minuten und haben jetzt noch 2,5 Hähnchen vor uns. Das klingt nach einer, ich sag mal, nicht machbaren Aufgabe mehr, aber was ich auf jeden Fall versuchen werde, jetzt in den 3 Minuten noch das halbe Hähnchen, was ich habe, aufzuessen. Dann haben wir nämlich quasi 7,5 geschafft und ich glaube, das sollten wir noch definitiv hinbekommen. Wünscht mir Glück, denn 7,5 Hähnchen wäre dann eine erste große Benchmark, die es erstmal nachzumachen gilt und auch irgendwann zu toppen. Also ich denke, egal wie es jetzt ausgeht, das wird definitiv nicht die letzte Hähnchen-Challenge sein, denn wir haben jetzt eine erste Benchmark und irgendwann gilt es das natürlich noch zu toppen. Leute, die letzte Minute hat angeschlagen, habe ich gerade gehört. Deswegen reinhauen, damit wir wenigstens noch das halbe hier noch schaffen. So, damit haben wir leider die Glückshuhn-Challenge nicht geschafft. Es sind leider keine 9,5 Hähnchen geworden. Wir haben jetzt hier noch, das ist das letzte halbe, was ich angefangen habe, ich sag mal fast geschafft. Und wenn wir jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, vielleicht das wegnehmen, was jetzt nicht ganz abgeknackt wurde am Knochen, weil, wenn ihr sehen könnt, wir haben jetzt hier noch 1 und noch ein zweites Hähnchen liegen und alle anderen sind geschafft, haben wir roundabout 7 bis 7,5 Hähnchen geschafft. Ich glaube, das ist eine erste Benchmark, die definitiv nicht verkehrt ist. Wie gesagt, ich wusste nicht, wie viele Hähnchen insgesamt überhaupt gehen, wie viele man essen kann. Wie gesagt, ihr könnt aber gerne, oder ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, was ihr geschätzt hättet und ob euch vielleicht schon mal das Ganze versucht habt oder dementsprechend schon mal gesagt habt, ey, nach einem Hähnchen, ich hätte noch 2 essen können, nach 2 hätte ich noch 3 essen können oder umgekehrt. Aber, wie gesagt, ich glaube 7 Hähnchen, roundabout 7,5, sind jetzt erstmal so eine erste Benchmark, die es auf jeden Fall beim nächsten Hähnchenladen in irgendwann der Zukunft nochmal zu schlagen gilt. Das merken wir bei uns. Ich muss sagen, ich werde mir jetzt erstmal so richtig sauber machen. Ich habe netterweise jetzt gerade noch mal so ein paar Feuchttücher bekommen. Aber ich muss schon sagen, sehr, sehr zuvorkommt hier. Super Laden. Ne, wie gesagt, am 1.1. neu aufgemacht und sind jetzt immer noch dabei, so ein paar Feinheiten zu machen. Ja, sorry für alle, die nach mir gekommen sind und erstmal auf ihr Hähnchen warten mussten. Aber nichtsdestotrotz war es sehr, sehr lecker. Also ich kann echt nur mal empfehlen, für alle, die in Köln wohnen, Umgebung und mal Bock auf ein schönes Brathähnchen haben, hier hinzukommen. Wie gesagt, bei mir hätte es einfach nur sein können, nochmal das, vielleicht nochmal, ich sag mal 10 Minuten länger drauf, dass die Haut knuspriger ist. Aber geschmacklich, Leute, bleibe ich dabei. Also echt top. Hat mir richtig, richtig gut geschmeckt. Die beiden Hähnchen lasse ich mir jetzt nur einpacken. Die werde ich definitiv noch los, in Anführungsstrichen. Ich weiß schon, wer die bekommt, beziehungsweise wo ich die hingeben werde. Und in dem Sinne, wenn ich mich, ich sag mal, halb geduscht habe, sauber gemacht habe, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier ein Like auf diesem Video da lasst, wenn euch das Ganze gefallen hat. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch als nächstes wünscht, welche Challenge ihr gerne mal sehen würdet. Denn darauf, was ihr so als Feedback gebt, plus meine Ideen, kreieren wir diese ganzen Challenges hier und setzen neue Benchmarks, Deutschland, weltweit und wer weiß wo noch wo. Und ja, dementsprechend gerne den Kanal abonnieren. Das nächste Video folgt. Ich danke fürs Einschalten bei Big M auf diesem Kanal Big M Eats Food. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.